Hallo ihr Lieben, mein Mann zeigte mir gestern die Hosentasche seiner Jeanshose. Die beiden Eingrifftaschen sind total zerschlissen. Die linke Tasche ist schon bis auf den Taschenbeutel runtergefranst und ist in der Mitte ganz geplatzt. Um das ganze Katastrophe zu beurteilen, trenne ich die noch gebliebenen Nähte. Löse die beiden Ziernähte und Taschenfutternaht mit einer Nahttrenner bis kurz vor die Nieten. Zuerst werden mit scharfer Spitze der Nahttrenner ein paar Stiche durchgeschnitten, dann die beiden Stoffseiten werden auseinandergezogen, um weitere Fäden zu trennen. Auf der Spaß anderer Nähte und die Niete zu entfernen verzichte ich lieber. Nun schneide ich die ausgefransten Fäden und die Überbleibsel von den Jeans ab. Das Taschenbeutel sieht noch intakt aus, Schwein gehabt. Ich breite die Tasche mit Futter ganz flach auf dem Arbeitstisch, schiebe ein Blatt fester Zeichenpapier in die Tasche hinein. Zeichne die Form für einen Taschenbeleg ein, markiere die Grenze, bis ich nähen kann, als auch die Position vom Nieten, die ich auf keinen Fall erreichen darf. Schneide die Schablone aus. Um ein Beleg zu fertigen, hole ich einen dünnen, aber festen Stoffrest. Dies soll ungefähr so fest wie die Taschenfutter sein. Übertrage Schablone auf das Stoff mit alle meine Zeichen. Zeichne eine zweite Linie parallel zum Ausschnitt mit Abstand von etwa 3 cm. Schneide Beleg mit 1 cm Nahtzugabe aus. Die Nahtzugabe wird in der Rundung 3 bis 5 Mal bis ca. 2 mm vor die Naht eingeschnitten. Knicke die Nahtzugabe oben um. Danach bügele sie um. Schiebe den Beleg mit gebügelter Kante nach innen in die Tasche. Dann wird der Beleg auf dem oberen Taschenbeutel so platziert, dass Form an der Kante aufeinander passen. Hefte dann den Beleg auf der Jeanskante zusammen. Erst per Hand oder mit Hilfe von Stecknadel oder Klemmchen. So soll es aussehen. Nun hefte die Naht mit dem geraden Stich. Entferne den Heftfaden. Stelle die Maschine auf Zickzackstich und sichere mehrfach den Belag an der kaputten Hose, so dass Jeans nicht weiter ausreißen kann. Schiebe die Taschenbeutel richtig rein. Verbinde Eingriffskante der Tasche mit dem Beutel mit Hilfe der Clips, damit nichts verrutscht.
Der Taschenbeutel wird innerhalb der Nahtzugabe gesichert. Jetzt wird nochmal alles platt gebügelt. Mit einem Maßband messe ich den Abstand zwischen die Nieten entlang des Eingriffskante. Macht 18 cm. Noch messe ich das größte Abstand zwischen Kante und Zickzacknaht. Hier 1,5 cm. In meiner Sammlung findet sich ein Rest vom Stretch Jeans, das farblich perfekt zur Hose passt. Aus diesem Stoff schneide ich einen Streifen, der 18 cm plus 2 cm Nahtzugabe ist 20 cm lang ist und 1,5 mal 2 plus 1 cm Nahtzugabe gleich 4 breit ist. Schneide Rechteck quer zu Nahtverlauf. Bei nicht dehnbarem Stoff schneidet man das Streifen schräg. Schneide gleich zweimal. Der Tascheneingriff von anderer Seite wird in gleicher Weise eingefasst. Die Streifen werden mit Zickzackstich oder Overlock versäubert. Seitliche Nahtzugabe wird umgeschlagen und abgestept. Lege den Streifen rechts auf die Angriffskante und fixiere es mit Clips. Steppe den Streifen in Abstand von 1,5 cm fest. Das ganze Stopferei muss abgedeckt sein. Wo man mit der Nähmaschine nicht mehr nähen kann, dreht das Nähgut um und steppe letzte Zentimeter vom links ab. Knicke den Streifen um und bügele fest. Fixiere es mit Clips. Nun wird mit farblich passendem Garn direkt unter dem Naht abgesteppt. Da jetzt links und rechts vom Nadel sehr unterschiedliche Stofflagen sind, empfehle ich Reißverschlussfußchen in die Nähmaschine einzusetzen. Nähe langsam mit Bedacht. Das Nadel sollte direkt unter dem Stoffwulst stechen. Nun am besten nochmal festbügeln. Fertig! Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.